5 Gewohnheiten, die dich halten. Was du? Das der Unterschied zwischen der Person, die kämpft, dein Miet zu bezahlen, dem Millionär von nebenan oft gar nichts mit ihrem Geld zu tun hat. Es hat alles damit zu tun, was sie tun, nachdem sie bezahlt wurden. Die meisten Menschen denken, sie hätten ein Einkommensproblem. Aber die Wahrheit ist, sie haben ein Gewohnheitsproblem. Man kann jemandem mit schlechten Gewohnheiten 1 Million Euro geben, andere innerhalb eines Jahres bleibt. Aber nimm eine Person mit einem Wohlstands-Mindset als weg. Und sie wird sich als in kürzester Zeit wieder aufbauen. Heute lassen wir die Ausreden beiseite. Wir schauen uns 5 spezifische Gewohnheiten an, die wie ein Leck in deinem finanziellen Eimer wirken. Wenn du dies Lachen nicht stopfst, wirst du immer leer ausgehen. Egal wie viel Wasser du oben hineinschattest. Bevor wir dies armutsvollen analysieren, tu dir selbst einen Gefallen. Klick auf den Abonnieren-Button an Word. Teil unserer Community von Menschen, die entschlossen sind, ihr Mindset und ihr Geld zu meistern. Und wenn du bereit bist, deine finanzielle Zukunft zu ändern, klick jetzt auf den Like-Button. Fangen wir an. Gewohnheit 1. Seid gegen Komfort tauschen, nicht gegen Vermögenswert. Die erste Gewohnheit, die dich feststecken lässt, ist das, was ich die Komfortfail nenne. Die meisten Menschen arbeiten 40 Stunden die Woche, nur es sich leisten zu können. Am Wochenende absolut nichts zu tun. Sie geben ihren Gehaltscheck für den aus, die in der Sekunde in Wert verlieren. In der sie den Läden verlassen, Designerklamotten, das neueste Handy oder teure Band, nur Loot zu beeindrucken, die sie nicht einmal mehr gehen. Reiche Menschen arbeiten nicht für Komfort, sie arbeiten für Freiheit. Sie nehmen ihr börsliches Geld und kaufen Vermögenswert, Dinge, die ihnen Geld in die Tasche fließen lassen, wenn sie schlafen. Wenn dein Geld nur abflieht und niemals zurückkommt, baust du kein Leben auf. Du bezahlst nur für einen Kaffee. Du musst offern, ein Konsument zu sein und anfangen, ein Investor zu werden. Jeder Euro, den du heute für ein Wollen ausgibst, ist ein Soldat, den du weggeschickt hast, obwohl am Morgen für die Freiheit geben können. Gewohnheit 2. Das irgendwann aufschieben. Ich fang an zu sparen, wenn ich ein Gehaltshang bekomme. Ich grund das Unternehmen. Wenn die Kindalter sind, ich lerne nichts. Ja etwas aber Investitionen. Das ist die Sprache der Armut, aufschiebare Procrastination. Ist die teuerste Gewohnheit, die du haben kannst. Warum? Wegen der Match Days Incenses. Zeit ist das einzig, was du niemals zurückbekommen kannst. Und in der Welt des Gelds ist Zeit ein Multiplikator. Auf den perfekten Moment zu warten, ist ein Mythos. Der perfekte Moment ist ein Lüge, die dein Gehirn dir erzählt, um dich in Sicherheit und in Stillstand zu halten. Die Armen warten auf Erlaubnis, während die Reichen trotz der Angst handeln. Wenn du immer wieder irgendwann sagst, wird dein Bankkonto immer null anzeigen. Fangen mit dem, was du hast, dort wo du bist. Genau jetzt. Auch wenn es nur 10 Euro oder 30 Minuten Lernen am Tag sind. Brich die Gewohnheit des Wartens.
Sonst verbringst du dein ganzes Leben im Wurzel des Erfolgs. Gewohnheit 3. Dich mit armen Denkweisen umgeben. Du hast es schon einmal gehört. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wenn dein innere Krise aus Leuten besteht, die sich über die Wirtschaft beschweren, aber Promis klatschen und darauf warten, dass das Lotto sie rettet. Red mal was? Das wird euch den Realit sein. Armut ist ansteckend. Nicht wegen des Gelds, sondern wegen der Mentalität. Wenn den Freund denken, das Geld die Wurzel alles besenist oder das Reich nur Glück haben, würden sie dich unterbewusst jedes Mal noch antensieren. Wenn du versuchst aufzusteigen, du brauchst einen Krise, der aber den Investitionen an Wachstum spricht. Wenn du die klugst an ehrgeizigst Person in deinem Raum bist du im falschen Raum. Es ist Zeit für ein Upgrade deines Umfelds. Gewohnheit vor, Emotionals ausgeben und Impulskauf. Wir leben in einer Welt, die darauf ausgelegt ist, dich arm zu machen. Jede Anzeige auf deinem Handy ist ein psychologischer Angriff auf dein Bankkonto. Die vierte Gewohnheit ist, den Emotionen den Ausgaben steuern zu lassen. Hattest du einen schlechten Tag bei der Arbeit? Du verdienst eine Belohnung. Fühlst du dich gelangweilt? Hierhin wir schaffen Stubborn. Das ist impulsives Verhalten und ein direkter Weg noch unten. Reiche Menschen kaufen Spielzeug zuletzt. Arme Menschen kaufen sie sonst. Wenn du etwas aus einem Impuls heraus kaufst, verlierst du nicht nur das Geld. Du verlierst die Disziplin, die erforderlich ist, Wohlstand aufzubauen. Bevor du etwas kaufst, das keine Notwendigkeit ist, warte dann 40 Stunden. Normalerweise verfliegt die Emotion, und du wirst feststellen, dass du es gar nicht brauchst. Meiste den Emotionen oder den Emotionen würden dich bankrupt machen. Gewohnheit 5. Vermeidung von Finanzbildung. Die letzte und gefährlichste Gewohnheit ist der Glaube, dass man über Geld nichts wissen muss. Die meisten Menschen verbringen 16 Jahre in der Schule, zu lernen, wie man für einen Gehaltscheck arbeitet. Eben nicht ein einziger Stand damit, wie man diesen Gehaltscheck für sich arbeiten lässt. Sie geben ihr Geld Banken oder Experten, ohne zu verstehen, wohin es fließt. Wenn du nicht verstehst, wie Steuern funktionieren, wie die Inflation den Ersparnis auffrisst oder wie der Aktienmarkt funktioniert, spielst du ein Spiel, dessen Regeln du nicht kennst. Und in diesem Spiel gewinnt immer die Person, die Regeln kennt. Armut geht auf Unwissenheit. Wohlstand wird auf Wissen aufgebaut. Mag es diese Gewohnheit zu lesen, Bildungsinhalt zu schauen und die Mechanik des Gelds zu verstehen. Die beste Investition, die du jemals tätigen wirst, ist die zwischen deinen Ohren. Dies 5 Gewohnheiten zu brechen, wird nicht einfach sein. Es erfordert, dass du in den Spiegel schaust und zugibst, dass du dir selbst im Weg gestanden hast. Aber der Moment, in dem du Verantwortung benimmst, ist der Moment, in dem du die Kontrolle benimmst. Du hast die Macht, den richtigen Hut zu ändern. Wenn dich diese Botschaft erreicht hat, teil dieses Video mit jemandem, der es hören muss. Vergiss nicht zu abonnieren.
mehr tief Einblick in das Erfolgsmindset zu erhalten. Und ich möchte von dir reden. Welch dieser Gewohnheiten ist die große Herausforderung? Lass es mich in den Kommentaren wissen und lass uns eine Diskussion starten. Erfolg ist nichts, was dir einfach passiert. Es ist etwas, das du durch die Gewohnheiten erschaffst. Hör auf, ein Opfer deiner Routine zu sein. Anfangen, der Architekt deiner Zukunft zu sein. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.